Hallo. Wir gehen mal zum Gelben Kreuz. Kann jetzt nicht. Ich muss mich da zu diesem gelben Punkt bewegen. Ich werde sozusagen magisch angezogen. Ach, das ist sogar der Bote. Guck. Hallo. Mr. Postman. Excuse me, mister. I'm Jim Milton. Heard you had a telegram for me? Yes. Here. Sign there. Thank you. Von wem ist es? Ist es von Jim. Arthur? Stop. If you're the JM I know, stop. It's Sadie Adler. I've got something to discuss. Pay good. Meet me in Saloon in Valentine. I'm there most days. Stop. Sadie Adler. I'll be damned. Ja, aber echt, ich auch. Ob Arthur dabei ist? Vielleicht sind die beiden jetzt verheiratet. Eine Pixelheirat. Ich hätte auch gern so ein Holzhaus. Irgendwo in Skandinavien, das wäre schön. Hallo? Ausgeflogen. Was? Darling John, a kind lady in the village helped me write this. She had men problems of her own, but that's a different story. Listen, I've begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I got a son. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. I hoped you would change. We all saw what happened to them that didn't, but you... Part of you is hell-bent on ending up the same way. And I love you too much to watch that no more. Oh, ja. Abigail. Tja. Das war das Geschenk, ne? Im letzten Let's Play, sie hat ihm was geschenkt, aber wir wissen nicht was. Jetzt wissen wir es gleich. Ein Hemd. Where's the wife, Milton? Weg. She's out. I saw her leaving with the boy. And the bags. What's going on? You married, Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? Or hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun, sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting, unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. Ouch. There's work to be done, unless you're Yeah. running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beecher's Hope. You? A rancher? You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind Ja, off. ich würde auch verhungern. Es sei denn, ich bringe mir selbst bei, wie man Schokolade anpflanzt. Ja, das könnte ich tun. Apropos Schokolade, was esse ich denn jetzt? Ich renne jetzt hier einfach mal hin, auch wenn es vielleicht echt total weit ist, ne? Ach komm, Pferd, komm mal mit. Nein, nicht. Nein, da ist es schon. Ein Zaun. Achso, ich soll arbeiten. Ja, reparieren.
Zaunpfosten nicht in meinem schöner Yoga-Ersatz. Wenige Monate später. Ob wir Arthur wiedersehen? Und Gretchen? Well, that's her fool. Hey, you know, I was wrong about you. Turned into a fine worker, Jim Milton. Oh, thank you. Means a lot. Hey, you think I could speak with Mr. Geddes? See if maybe he's open to offering me some guidance? No, I'm sure he'd be happy to hear you speak, at least. Thank you, Mr. Dickens. Gretchen ist wohl hinüber, aber... Na, wahrscheinlich schon. Aber ich habe überlegt, ob wir als John uns ein neues Gretchen fanden. Es könnte Gretchen 2 werden. Was haltet ihr davon? Hey, son. How's that bull? Fine, Mr. Milton. Your father in? Can I have a word? Sure, I'll just get him. Pa! I'm right here. What's the problem, Milton? Sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. Experience I think every man can relate to. In some ways, my Ja, wife... das können nicht nur Frauen. My wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Hmm? Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? Guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that, we are grateful. And you've paid me well besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own. So I can prove to my wife that I've changed. I understand. But I ain't got much money. I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan? Sure, it'd be my pleasure. But take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. Was? Just joking, son. Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Here's my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. Boah, I was young das ist and echt dumb nett. once, too. You'll get it back. Das ist nett von ihm. Ich will auch eine Ranch kaufen. Boah, ich hätte Lust, eine Ranch zu kaufen. Muss nur groß genug sein. Für meine Familie und für meine Freunde und für die 36 Pferde, die ich dann kaufe. Ja. Oh, wie schick wir jetzt aussehen. Bis auf den Flicken auf der Hose. Das Bild ist komisch gewesen. Tja, wir hätten uns natürlich noch vorher rasieren können. Die Überlebenskünstler-Herausforderung ist freigeschaltet. Ziehen mein Protokoll nach, um weitere Informationen zu erhalten. Okay. Wo war denn das Protokoll? Oh. Fortschritt. Hier. 81%. Boah, was wir alles schon gemacht haben. Ja, es ist wirklich der Epilog.
John ist tot geglaubt und Abigail. Ja, John, Abigail und Jack, ja. Wir haben nur 169 von 551 Tieren bisher entdeckt. Und auch echt wenig Herausforderungen gemacht. Was war denn das? Überlebensherausforderer oder so, ne? Da. Okay, fange 3 blaue Sonnenbarsche. Okay. Kann ich das jetzt eigentlich weitermachen? Oder bin ich jetzt... Das kann ich weitermachen. Okay. Töte 3 Gegner innerhalb von 10 Sekunden nur mit Wurfmessern. Habe ich überhaupt noch Wurfmesser? Nee. Ach, guck mal, das sind alles meine Waffen. Das ist ja toll. Aber dann habe ich doch auch Wurfmesser. Okay. And with the moonlight as my guide, and with this feeling deep inside, I know now that I am homeward bound. Aber wo sind meine anderen Pferde? Und wieso können wir uns mit diesem hier nicht... Halt, warte mal. Halt, stopp. Gibt's hier Fische? Nee, so wenig Wasser. I've been living too fast, and I've been living too wrong. Ja? Nein. I'm gone. Ansel, Sadie und wer Ansel? Ansel. Komm, Rachel, was für ein bescheuerter Name für ein Pferd. Epilog hört sich nicht gut an. Epilog hört sich nicht so an, als würden wir Arthur wiedersehen. Wieso hat mich eigentlich niemand vorgewarnt, dass der stirbt? I have seen so much pain. Now I see into the eyes of a girl. No more, no more cruel world. Cruel, cruel world, must I go on? Der Fluss ist einfach nicht tief genug für Fische. Ja, es kann nicht mehr. Immerhin habe ich ein Mädchenpferd. Wo war denn hier noch der Stall? Immerhin habe ich jetzt genug Geld, um hier auch den Schweif weiß färben zu können. Hier. Ich muss doch einen kurzen Abstecher machen, ist ja nicht weit. Vielleicht kann ich mit diesem Pferd keine Verbundenheit aufbauen. Ja, mir wird auch gleich schlecht. So.
Hier angeln? Hey, Verbundenheit. Yeah, ich kann doch Verbundenheit aufbauen. Okay. Ich mag das Pferd. Aber ehrlich gesagt, mochte ich meine anderen Pferde auch. Und wo sind die? Wieso sind die mir weggenommen worden, nur weil Arthur gestorben ist? Hä? Hey, wir haben hier $124. Das ist natürlich super. Rachel, kann ich dich jetzt umbenennen? Also erstmal kriegt sie jetzt einen weißen Schweif. Few careful trims and this horse will look just fine. That's a good-looking horse now. Ja, so. Dann kriegt sie das volle Programm. Enjoy. Wieso kann ich dich denn nicht umbenennen? I'd steer clear of the womenfolk in this town. He's either too churchy or liable to get you itchy. That works. Hello there. That horse Wieso kann ich dieses Pferd nicht umbenennen? overnight. There's room in the stable. Der ist so hässlich. Ja, so eins war meine Lotte. Oh, ich You looking vermisse to light meine out Lotte. quick. A racehorse is the way to go. Ich raff nicht, wieso ich die nicht umbenennen kann. Versteht ihr das? Da, ich kann sie nicht umbenennen. Ist doch kacke. Es bleibt halt eine Rachel. Was soll's. So. Okay, weiter geht's zu Ansel. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Da habe ich nicht gesehen. Der war so voll in der blinden Seite. Blindspot. Krass. Boah. Und der ist auch so schnell gewesen, ne? Krasser Lachs. Ich finde ja, wir holen uns ein neues weißes Pferd. Gretchen 2. Was haltet ihr davon? Ich werde jetzt gucken, was Ansel von uns will und dann überlege ich ernsthaft, ob wir Gretchen 2 einfangen. Zumindest könnten wir gucken, ob es noch ein Gretchen 2 gibt. Hey, girl, come on. Ah, fuck. Ja, das war nicht so schlau. Ich gebe es zu. Tot. Und du? Ich hätte ja mal speichern können zwischendurch. Ah, das Leben ist grausam. Oh nein, wir haben doch eh so wenig Geld. Good girl.
Me again. Ja. Nächstes Mal verstecke ich mich, versprech's. Wieso eigentlich kostet uns das immer Geld, wenn wir sterben? Das ist ein bisschen witzig, oder? Als würden wir für unsere eigene Wiederbelebung bezahlen. Das ist ja noch, als wir mit Arthur Bisons gejagt haben. Also wir haben... Ja doch, wir haben auch Bisons gejagt. Ich erinnere mich an... Help me, please, kind sir. Meine Philosophie über die Mehrzahl von Bison. Help a blind man. Okay, here you are. Bisoni. You're a fool, fiend. But not so much of a fool as you think. Nor such a fiend. The past is done, and the future yet to come. Okay, I guess I'll bear that in mind. Ja. Ich gehe mal da zum Rauch. Na, ich gehe doch nicht da zum Rauch. Da ist auch Rauch. Oh, wir sind in Blackwater. All right? Please. Oh, here, this is for you. Too kind, fella. I used to be a man once. You know, a wife, career. Now look at me. Worse than nothing. A filthy, worthless junk. All right, girl. Kleinen Moment, ich muss mal was checken. Gut, alles gut. Nur gerade meinen Drehplan für den nächsten Film gekriegt. Musste mal eben drauf gucken. Hello. So, steig mal ab. Tschüss, Rachel. Rachel. Ach, das ist der Excuse me, Banktyp. sir. Can I help you? Ja, auf jeden Fall. Yeah, I'm looking for Mr. Atherton. I'm a friend of Mr. Getty's over at Pronghorn Ranch. Oh, yeah, Mr. Atherton is in his office. Hey, please head in. Thank you. Yeah. Hallo. Wir kaufen jetzt eine Ranch, wie aufregend. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? And which folk? Mr. Getty's? I work for him. He said that you could help me out. I mean,
if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with 2 names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I Das ist understand. echt fies, ne? Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Tja, so einfach ist das. Ich will auch einen Ranch. Wieso haben wir unsere Waffe gezogen? Ich guck nur, wo wir sind und so. Guck mal, hier gibt's auch einen Stall. Und ein riesiges Gewässer. Entschuldigt, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ansel Atherton. Ich dachte, von dem komme ich irgendwie gerade, aber... Gut, nehmen wir den. Komm, Rachel. Ich sollte mir vielleicht was zum Anziehen organisieren. Vor allem, wenn ich Gretchen 2 einsammel. Wetter. Ist ja ekelig. Könnte uns auch ein Lager bauen. Heute war es so schön in Berlin. Fällt mir bei diesem Scheißwetter hier ein. So der richtig erste Sonnentag mit so Wärme und fast schon Frühlingsgefühlen. Echt schön. Draußen unterrichtet, das war voll schön. In der frischen Luft und unter der Sonne und so. Hey, hey, easy. Oh weia, das ist nicht dein Ernst. Das ist die Ranch? Hallo. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. Afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan city boy says he owns this land. Oh, wie viele von euch gibt's denn? That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. Wir haben nicht so viel Geld. Ach, egal. Look, take some money. Go try and find somewhere else to stay. You for real, friend? Sure, take it. You're a real gentleman. Okay, boys, let's go celebrate. Findet ihr nicht auch, dass der erste Typ aussieht wie Wolverine? Boah, die Ranch sah echt runtergekommen aus, ne? Aber ist egal, ich würde sie auch haben wollen. Und dann würde ich einen Zaun bauen und einen Brunnen buddeln. Guck mal, da
da ist der See. Ich kann ja mal hier diese Überlebensgeschichte machen und ein paar Barsche fangen. Das mache ich aber ohne euch, ne? Ist ja langweilig. Ah, it's you. The man with 2 names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Mm-hmm. Now, we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Schräger Typ. Und was müsst ihr mir jetzt jede Woche zurückzahlen? Well, it is you. Well, I never. I thought you was dead, boy. Wer ist denn das? Dead. Ach, das ist der Typ, der immer sagt, who is it? I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. No, for real. Nasenhaare. I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Das Pferd, guckt mal, das Well, I Maul. got some things to take care No, of. not a problem. I'll come too. No, you don't have to. I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Guck doch mal, ich raste aus. Ich will das Pferd haben. Jetzt guck doch mal den Bart an. Oh, ist das niedlich. Ich glaube, da konnten sich die Spielemacher nicht so richtig entscheiden, ob sie ein Schaf, einen Frosch oder ein Pferd machen wollten. Nee, das ist ein Nil. Nein, wie heißen die? Walross. Es sieht aus wie ein Walross. Guck doch, wie süß. Okay, es ist niedlich. Und es schleckt sich immer das haarige Maul. So. Gut, ich muss jetzt aber leider speichern. Das Krötenpferd und ich und John und Rachel und der andere Typ, der Onkel da. Wir holen euch im nächsten Let's Play wieder ab. Ich freue mich auf euch. Bis dann.